Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. Mein Name ist Sebastian. Heute geht es um Editor Scripting mit Unity. Generell geht es um verschiedene Programmierthemen bei mir, Unity, auch JavaScript. Und wenn du da Lust drauf hast, dann könntest du vielleicht auch meinen Kanal abonnieren. Also gucken wir mal, was wir heute vorhaben. Wie gesagt, es geht um Editor Scripting und das wird eher ein Kurztutorial. Also, das heißt, wir entwickeln jetzt hier nicht zusammen diesen Dialog Tree Editor zusammen, sondern ich zeige dir eher, worauf es da ankommt, wie man es grundsätzlich machen kann, einen Weg und so ein paar wichtige Punkte. Für alles andere wird das hier dann doch ein bisschen zu lang. Also gucken wir uns mal an, wie es geht. Das hier ist jetzt nur ein kleines Testskript. Das ist hier auf dem Testskript drauf, auf dem Game-Objekt. Und hier wird jetzt der entsprechende Dialog aufgerufen. Das ist jetzt also der Dialog 1 hier. Wenn ich den wähle, dann kann ich hier in dem Editor auch sehen, was da alles geschrieben steht, was da wie verbunden ist miteinander. Ich kann klicken, kriege hier jedes Mal eine Nachricht, Daten, entsprechende, also welche zuletzt geklickt wurde, was das ist, wer der Text war, wie die ID ist, wie der Name von dem ist, um das dann später auswerten zu können. Das geht auch über dieses Testskript hier. Natürlich ganz normal Events, Unity Events, 3 Stück, einmal on Message, einmal on Choice Button Pressed, einmal End of Dialog und dann gibt es entsprechend die Informationen, die man braucht, damit man dann entsprechende Funktionalitäten aufrufen kann. Also das ist nicht mehr Bestandteil von dem Controller, sondern da geht es dann weiter mit dem Spiel. Gucken wir uns zusammen erstmal diesen Dialog Controller hier an. Das ist also der diese eigentliche Funktionalität des Dialogs und des Weiterklickens des Dialogs und der Antworten und des Sendens der entsprechenden Daten an den Event und so weiter durchführt. Da gibt es zuerst mal die Dialog-Klasse. Da drin sind also die ganzen Daten eines jeden einzelnen Dialogsteils quasi gespeichert. Also der Name dieses Teils, also stellvertretend quasi für so ein Panel hier. Das wäre jetzt quasi hier diese Daten, die hier drin sind, beziehungsweise dann eben im Spiel dargestellt werden. Dann haben wir hier den Dialog-Controller. Da sind eben jetzt diese ganzen Felder, die wir eben schon gesehen haben. Also diese Felder hier, der Character Name, Icon, dann hier eben die Ressourcen von der UI, also quasi diese Dialog UI hier. Also hier der Answer Button Container, Image, Character Name und der Text. Diese Ressourcen, die sind natürlich verbunden mit dem Dialogskript, mit dem jeweiligen. Ne? Es kann ja mehrere geben. Ich habe das nochmal kurz in der Grafik übersichtlicher dargestellt. Die würde ich jetzt kurz nochmal zeigen zum Verständnis. Also hier haben wir einmal diesen Dialog-Controller. Da geht es also um den Dialog, um die Funktionalität, um die Button und so weiter, die Antworten, Auswahl. Und diesen Dialog-Container kann es natürlich mehrmals geben. Und dann gibt es den Dialog Tree Editor mit dem dazugehörigen Dialog Tree Panel. Also ein Dialog Tree Panel wäre so eins hier. Das ist also eine extra Klasse nochmal. Und die arbeiten eben zusammen, weil das Pflegen von Daten hier von dieser Menge im Inspektor selbst wäre also ziemlich umständlich. Daher der Weg über dieses Editor-Window. Dann haben wir hier die Events, on Message, on Choice Button Pressed, on End of Dialog, um eben die Daten zu kriegen von den entsprechenden, was der Spieler gerade eben gewählt hatte. Also die Antwort, die entsprechende. Dann haben wir hier noch eine Liste von dieser Klasse Dialogs. Also diese Klasse Dialog steht eben also für diese einzelnen Panel hier in diesem Dialog-Tree. Also erstmal haben wir hier eine Property von Dialogs, von der Liste als Property. Da wird, wenn onEnable True ist, also hier oben gibt es dieses Start onEnable. Wenn das True ist, dann wird hier sofort gestartet. Ansonsten muss dieses Init in Start von außen aufgerufen werden. Da kann man hier bei Control UI Panel, wenn man da was zugewiesen hat, dann wird das also mitgesteuert. Wenn jetzt also bei onDisable der Dialog Controller hier geschlossen wird, deaktiviert wird, dann wird gleichzeitig auch das verbundene Panel mitgeschlossen. Dann haben wir die Methode setDialog. Die setzt jetzt also die jeweilige Nachricht oder Auswahl, also den jeweiligen Dialogteil, wenn das also eine Message ist hier,
also vom Typ Message. Hier oben ist noch ein enum, da gibt es Message und Choice als Typ. Dann setzt die entsprechend den Text und wenn Antworten da sind, also Auswahl da ist, dann eben diese Button für die Auswahl. Also hier in Create Choice Buttons wird diese Liste Dialog IDs durchlaufen, dann wird der entsprechende Dialog per ID geholt. Wenn es ein Choice vom Typ Choice ist, ein Button instanziert und dieser kommt hier in diesen Answer Button Container rein, der oben angegeben ist. Dann haben wir hier Clear Button Container, da werden alle Button einfach gelöscht, die sich schon im Container befinden eventuell. Dann haben wir hier Get Dialog by ID, also einfach durchlaufen, gucken, die ID passt und dann wird der Dialog zurückgegeben. Und hier haben wir noch Choice, das wird aufgerufen durch den jeweiligen Button und der entsprechende Dialog, der mit dem Button verbunden wurde, also hier, der wird hier übergeben. Gut, und wenn noch nächste IDs da sind, also folgende Antworten da sind, dann geht der Dialog weiter, dann wird eine neue Frage eingeblendet, eine neue Message. Also wenn on Choice Button pressed zugewiesen ist, also nicht null ist, dann wird entsprechend das aufgerufen, der Event, der Unity Event und Choice Dialog übergeben. Und wenn das zu Ende ist, also keine Antworten mehr kommen, dann wird der End of Dialog Event gefeuert, hier sofern der nicht null ist, und der Control UI Panel, das wird hier ausgeblendet, sofern das ebenfalls nicht null ist. Gut, das war also dieses Dialog Controller Skript. Und dann kommen wir jetzt zu diesem Editor Skript. Das ist also wie gesagt nur dazu da, dass man die Daten also besser pflegen kann, besser einarbeiten kann, übersichtlicher und so weiter. Man könnte natürlich auch hier bei Dialog Controller diese Liste Dialogs nicht verstecken im Inspektor, sondern ich kommentiere das mal aus. Und jetzt hätte man hier die Möglichkeit, die Daten genauso einzupflegen. Das heißt also, ich habe hier das Start, das erste. Dann kann ich hier den Typen angeben und so weiter. Dann muss ich die Folge-ID angeben, also Next Dialog IDs, also die Antworten auf diese Message hier. Und das ist doch also ziemlich umständlich, weil ich muss dann hier quasi die Antworten machen. Dann muss ich gucken, welche ID war das. Dann muss ich die da oben eintragen und so weiter. Also das ist ein bisschen stressig und ein bisschen unpraktisch. Deswegen ist das hier ausgeblendet. Dann wird das eben hier durch diesen Editor übernommen. Da sind also die gleichen Daten drin wie hier unten in Dialogs hier im Inspektor. Also kommen wir hier zum Editor jetzt. Wir haben einmal hier den Dialog-Controller, den aktuellen, den speichern wir uns einfach, damit wir eben immer zugreifen können auf die Daten. Dann gibt es hier noch ein paar Variablen, ein paar Felder, die Scrollposition zum Beispiel und der Controller-Name und das gerade verbundene Panel wird hier gespeichert. Dann das gerade bewegte Panel, falls es irgendwie verschoben wird mit Drag mit der Maus. Und dann ist hier die Liste der ganzen Dialog-Panels, also die Dialog-Panel-Klasse. Das heißt also hier so ein Feld, das ist die Dialog-Panel-Klasse. Und Dialog-to-Editor ist das Ganze, der ganze Editor. Also gucken wir uns die einzelnen Methoden mal an. Diese erste Methode dient also nur dazu, das Fenster also aufzurufen über das Menü-Window und dann Dialog-Tree-Editor, also dieses Menü hier oben. Damit wird dieses Fenster aufgerufen. Dann OnGUI, aus meinen anderen Tutorials kennt ihr das sicher schon, ich will da nicht so weit darauf eingehen jetzt. In OnGUI wird alles, was Editor-Window ist, also die Benutzeroberfläche, gezeichnet und eben gecheckt, ob da was gedrückt wurde, ein Button und so weiter. Das funktioniert also immer nach dem gleichen Prinzip. Und da gibt es einmal GUI Layout und Editor GUI Layout. Da ordnen sich die Button quasi automatisch an, je nachdem wie Platz ist und so weiter. Und dann gibt es nur GUI und bei nur GUI, da muss man also direkt angeben, wo und wie breit und wie groß und so weiter so ein einzelnes Bedienelement ist. Hier in dem Skript ist beides benutzt, ganz einfach, weil wir hier Dinger durch die Gegend schieben wollen. Also hier haben wir erstmal ein Scroll-View, damit das Ganze gescrollt werden kann. Dann gibt es hier oben eine Helpbox am Anfang. Dann wird geguckt, ob der Dialog-Controller schon zugewiesen ist, ob wir schon Daten haben. Und wenn das so ist, also das hier nicht null ist, dann wird Dialog Head GUI aufgerufen. Also der Kopf oben wird dann entsprechend dargestellt und auch hier dieses Dialog Tree GUI wird ebenfalls dargestellt.
Gut, gucken wir uns mal diese Methoden an. Erstmal haben wir hier onSelectionChange. Das ist also ein Unity-Message. Jedes Mal, wenn ein anderes Game-Objekt aufgerufen wird, also wenn ich hier quasi wechsle, dann wird dieses onSelectionChange aufgerufen. Da wird die Methode updateSelection hier aufgerufen. Und da stellen wir einfach fest, ob das Ganze jetzt hier ein Dialog-Controller ist, also ob das Game-Objekt, was gerade angewählt wurde, einen Dialog-Controller hat. Wenn ja, weisen wir hier die entsprechenden Variablen zu. Dann laufen wir hier durch die Dialogliste und erzeugen also Panels, solange wie die Liste ist, also quasi hier diese 3 Dialog-Panels. Und wenn nicht, wenn es keinen Dialog-Controller hat, dieses Game-Objekt, was gerade gewählt ist, dann ist Controller neben Empty, Dialog-Controller ist Null und dann wird das Ganze nochmal neu gezeichnet, aktualisiert. Dialog Head GUI, da wird eben der Kopf jetzt gezeichnet. Hier werden die Button gezeichnet, einmal für Hilfe, einmal dafür, dass wir hier ein neues Dialogpanel erzeugen. Add Dialog wird aufgerufen, dann wird ein neues Dialogpanel erzeugt. Gucken wir uns gleich an die Methode. Gut, das war das. Dann haben wir hier Dialog Tree GUI. Da wird jetzt der ganze Baum gezeichnet, der Dialogbaum. Er läuft jetzt quasi durch alle Panels durch und ruft dort die Methode GUI-Draw auf. Also hier bei Dialog Tree Panel gibt es diese Methode hier. Die wird aufgerufen, dann wird das Panel gezeichnet. Gut, dann haben wir hier Repaint Editor. Da ist nichts weiter. Da wird einfach nur der Editor aktualisiert, falls irgendwelche Änderungen waren. Zum Beispiel bei Drag wird das immer wieder gemacht. Dann haben wir hier Remove Panel, das wird durch einen Button aufgerufen und da geht es erstmal zuerst auf diese Dialog Tree Message Klasse und von dort aus wird dann per Action hier diese Methode Remove Panel aufgerufen, falls OK gedrückt wurde. Ne? Falls hier OK gedrückt wurde, dann wird diese Methode aufgerufen. Gut, dann haben wir Add Dialog. Da wird jetzt eine neue Instanz der Klasse Dialog erzeugt, also so ein einzelner Dialog. Dann wird ein entsprechendes Panel dafür erzeugt. Dann werden die IDs und der Default Name gesetzt und das Ganze neu gezeichnet. Dann haben wir hier Add Tree Panel. Das ist hier also diese Methode, die hier aufgerufen wird, hatte ich gerade schon gesagt. Dann haben wir Panel Connection. Da geht rein der erste Dialog und der zweite Dialog und dann wird die Verbindung hergestellt, sofern die noch nicht hergestellt wurde. Also was will ich damit sagen? Ich zeige es kurz. Ich kann also hier einen neuen Dialog hinzufügen und jetzt kann ich zum Beispiel hier auch eine Auswahl draus machen und hier nochmal verbinden. Jetzt hätte ich also noch eine dritte Auswahl und könnte entsprechend hier einen Namen eingeben und einen Text. Also hier wird diese Verbindung gemacht. Und zwar dieses Ziehen, das wäre quasi hier der erste Fall. Da wird jetzt eben die ID hinzugefügt in die Liste der nächsten IDs. Der zweite Fall wäre, wenn ich nochmal ziehe, dann wird die Verbindung wieder gelöscht. Das wäre also das hier. Okay, dann kommen wir zu Door Connect Line to Mouse Position, also das macht nichts anderes als dieses hier, das ist jetzt die ganze Zeit hier zur Mausposition hinzeichnet. Dann haben wir die Methode Door All Connection Lines, da wird jetzt also durch alle Panels iteriert, hier über eine Schleife und entsprechend die Verbindungen gezogen. Dann haben wir hier noch eine Methode Get Output Connection Point by ID. Also hier wird erstmal zurückgegeben, ob dieses Panel überhaupt verbunden ist mit einer weiteren ID. Ansonsten kommt hier kein To zurück, also hier, sondern False. Und dann kann per Out eine Position reingegeben werden, also quasi die wird hier verändert entsprechend, die wird hier reingegeben und hier entsprechend abgeändert, die Position. Dann wird hier noch ein To zurückgegeben, weil eben eine ID vorhanden war. Und wenn eben diese ID nicht vorhanden ist, wir unten also bis hier runterkommt, dann wird eben False zurückgegeben. Das heißt, es gibt keine ID, jetzt kann da auch kein Strich später gezeichnet werden. Also diese Methode hier wird benutzt von dieser Zeichenmethode, die die Striche zeichnet. Also hier von dieser hier oben Door All Connection Lines. Da wird geguckt, hat es eine ID, eine Nachfolge-ID und wenn ja, wird dann Strich hingezeichnet. Das ist also hier eine Methode zur Hilfe dafür nochmal. Gut, und dann haben wir hier Set Dialog ID. Hier wird also Unique ID erzeugt. Das ist also hier ein C# von C#. Also diese Klasse GUI ID hier, die erzeugt eine einmalige ID.
Und dann nochmal eine Methode Set Default Name. Da wird also einfach nur entsprechender Name erzeugt, wird durchnummeriert. Den kann man später noch ändern. Ist hier noch eine Methode, die gibt zurück, wie viel vom Bildschirm also benutzt wird. Also wozu ist das gut? Da wird jetzt quasi festgestellt, wie viel hier von der Fläche benutzt wird. Wenn ich jetzt also hier so einen rausziehe, dann geht entsprechend hier unten der Scrollbalken rüber. Also auf diese Art und Weise wird festgestellt, wie viel Zeichenfläche man braucht. Entsprechend wird dann eben das Fenster größer und der Scrollbalken passt sich dann an. Gut, okay, dann wären wir durch die Dialog Tree Editor Klasse durch und gucken uns die Panel-Klasse noch an. Das ist also die Klasse eines einzelnen Panels. Da gibt es erstmal in einem Connect Point, also Eingang und Ausgang zu unterscheiden. Dann ist hier die Referenz auf den Editor gespeichert, um also entsprechende Funktionen, Methoden aufrufen zu können. Dann haben wir hier die entsprechende Dialogklasse gespeichert, also diese Dialogklasse, also die Dialogklasse, wo eben die Daten her sind für dieses Panel, die hier in diesem Panel dargestellt werden. Dann haben wir hier eine ganze Reihe von Rects, also das heißt die Position und die Höhe und Breite von einem UI-Element, einzelnen Bedienelemente, die hier drauf sind. Da ist die Position und die Breiten angegeben, weil das Ganze wird ja hier quasi bewegt. Dann haben wir hier noch diese Dialog Types, Message und Choice. Dazu da, dass man an dem Button dieses Message und Choice anzeigen kann. Also auf diesen Tooltip, das wäre das hier, also die Beschriftung von diesem Bedienelement. Dann ist hier der Konstruktor für das Erzeugen des Dialog Tree Panels. Also hier wird also der Editor übergeben, die Referenz und der entsprechende Dialog, von dem eben die Daten dargestellt werden sollen. Dann haben wir die GUI-Door-Methode, die hatte ich vorhin schon gesagt, die wird aufgerufen von Dialog Tree Editor und da werden jetzt eben die entsprechenden Bedienelemente dargestellt, also zum Beispiel Textfield, Text Area, Toolbar und so weiter. Guckt euch das mal in Ruhe an, das ist nicht so kompliziert, das versteht man. Dieses Tutorial richtet sich also ohnehin nicht an totale Anfänger. Gut, und dann haben wir hier das Drag-Panel. Da wird eben dieses Panel je nach Mausposition eben bewegt, verschoben. Dann haben wir hier dieses Connect-Point-Methode. Diese Methode ruft eben in Dialog Tree Editor auf, wenn jetzt mit der Maus so eine Linie verzogen wird. Get Connect Point Position, das wird auch von Dialog Tree Editor entsprechend angefordert, nämlich die Position, wo dann die Linien gezeichnet werden, das wird von hier geholt. Dann haben wir Get Rect, das ist also die Position und die Breite von diesem einen Panel, wird auch von Dialog Tree Editor gebraucht. Dann haben wir GUI Style für den Delete-Button, also das heißt, das Kreuz, das oben in der Ecke ist, das ist einfach jetzt hier, weil es rot sein soll, ist hier nochmal ein extra Style definiert für dieses Element. Also das ist nicht der Standard benutzt, sondern extra nochmal die Farbe hier. Okay, dann hätten wir das. Dann gibt es nur noch das Dialog Tree Message. Hier wird also einfach nur von Editor Utility, das ist von Unity eine Klasse, dieses Fenster benutzt, also dieses Display Dialog, und da kann man eben entsprechend zurückbekommen, ob da der OK-Button gedrückt wurde, also ob eine Zustimmung erteilt wurde, und dann wird das Action hier gefeuert entsprechend. Die Daten müssen natürlich da sein, die werden hier vorher übergeben. Und wenn dann OK gedrückt wird, dann wird also dieses Action hier aufgerufen. Falls ihr noch mit Actions das noch nicht kennt, das ist sehr, sehr praktisch. Da kann man eben sagen, was passieren soll später. Also man gibt man ruft eine Methode auf, gibt dir ein Action mit und sagt, wenn du fertig bist, dann ruf mal die und die Methode auf. Also zeitversetzt, asynchron. Sind wir soweit durch. Ich habe nur noch hier das Testskript. Also das gehört schon fast nicht mehr zum Tutorial. Hier kann man nur noch mal sehen, wie man das Skript benutzen könnte. Also man reagiert hier eben auf dieses On-Message, Answer-Button pressed und End of Dialog Events und kann dann entsprechend eben die Daten auswerten, entsprechend reagieren im Spiel. Ich habe sie jetzt einfach hier nur mal ausgegeben, um mal zu checken, ob das alles funktioniert. Wichtig ist bei diesen Editor Scripting, hatte ich schon beim letzten Mal gesagt, Editor Scripting, aber immer darauf achten, diese Skripte, die Editor Skripte sind, also Unity Editor, Editor Window, die müssen hier in so einem Editor Folder drin sein und der muss auch Editor heißen. Ansonsten gibt es Probleme, wenn ihr euer Spiel also Build machen wollt, dann dürfen die nicht drin sein und das stellt man sicher, indem man die in so einen Editor Folder packt, der so heißt, dann werden die nicht berücksichtigt beim Bild. Alles klar, also ich hoffe, das war nützlich für euch. Und wenn ihr das Skript nicht abschreiben wollt, dann
könnt ihr es auch bei mir auf meiner Patreon-Seite runterladen, sofern ihr mich bei Patreon unterstützt. Wenn nicht, dann müsst ihr halt schreiben. So viel ist es ja nicht. Also, dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Ciao.